Indexfonds, gemanagte Fonds und Indexzertifikate. Welche Variante sollten Sie davon unbedingt meiden und welche Variante ist tendenziell die beste? Das sehen wir uns in diesem Video jetzt gemeinsam an. Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie zur heutigen Freitagsausgabe von Faszination Freiheit, heute aus Aserbaidschan. Sehr exotisches Land, das wir uns wie gewohnt am Schluss ein paar tolle Impressionen an. Heute spannendes Thema, das Ihnen sehr, sehr viel Geld sparen kann. Denn nehmen wir einmal an, Sie möchten in europäische Aktien investieren, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können in einen aktiv verwalteten Fonds hineingehen, also einen herkömmlichen Investmentfonds, einen Europafonds in diesem Fall, in einen Indexfonds, sogenannte ETFs und ein Indexzertifikat, der den europäischen Index nachbildet. Wo sind die Unterschiede? Und die klingen grundsätzlich ja relativ ähnlich. Und das sehen wir uns an und vor allem auch, welche Variante das Sie unbedingt meiden müssen. Beginnen wir einmal mit den Investmentfonds, also gemanagte Fonds. Die haben einen Fondsmanager und dafür eine Gebühr, beispielsweise 1,5%, vielleicht 2%, auch höher, was schon sehr, sehr teuer insgesamt wäre. Was wir gleich noch ansehen werden, die meisten schaffen es eben nicht, den Index zu schlagen. Und von dem her sind ETFs hier sehr, sehr interessant. ETFs sind Indexfonds, Exchange Traded Funds, also merken Sie sich diese Abkürzung, auf die werden Sie da immer wieder treffen. Und da wird ein Index eben direkt nachgebildet und dann gibt es sehr, sehr günstige Gebühren, beispielsweise 0,3%, 0,5% des verwalteten Vermögens pro Jahr. Unterschied hier, es gibt synthetische Fonds, das heißt, da haben Sie nicht wirklich die Aktien im eigenen Portfolio, das heißt, die zugrunde liegende Bank im Hintergrund sichert die Indexnachbildung zu. Und da gibt es eben neben den synthetischen Fonds auch die physischen ETF und da haben Sie wirklich dann die Aktien. Das ist nochmal ein Unterschied und das ist definitiv die empfehlenswertere Variante. Also da lohnt es sich beim ETF einmal hinzuschauen, welche von diesen beiden Varianten das es insgesamt ist. Ja, welche Anbieter bei ETFs gibt es, die Sie zum Beispiel mal nachschauen können und googeln und die einzelnen Fonds mal ansehen. Das ist beispielsweise Luxor, das ist iShares, das ist Xtrackers. Also werfen Sie da gerne mal einen Blick, wenn Sie ETFs ein bisschen recherchieren möchten und die haben sehr, sehr breites Sortiment insgesamt. Ja, kann man jetzt sagen, was ist jetzt besser, gemanagte Varianten oder ETFs? Pauschal kann man es nicht sagen, aber man weiß, dass die meisten gemanagten Fonds es nicht schaffen, den Index zu schlagen. Und von dem her sind Exchange Traded Funds, also Indexfonds, die tendenziell bessere Variante, wo sie hier mittel- und langfristig besser abschneiden. Mit einer Ausnahme, es gibt ein paar Fondsgesellschaften, die sich sehr hervorgetan haben, dass sie es wirklich schaffen, aktiv gut zu managen. Das heißt auch Krisen, weil wenn es mal richtig nach unten geht, dann geht es nach unten und dann natürlich auch in einem Indexfonds. Und da sind sie dann natürlich voll mit drin. Hier seien zwei Fondsgesellschaften erwähnt, die in der Vergangenheit ja auch hier sehr, sehr gut verwaltet haben. Das ist zum einen Caminac und auch Dr. Jens Erhard. Also auch da lohnt es sich einfach mal ein paar Fonds anzuschauen, wenn Sie hier investieren möchten. Ja, und dann bleibt noch die dritte Variante übrig und das sind die Indexzertifikate. Und da ganz eindeutiges Urteil meinerseits, meiden Sie Indexzertifikate aus verschiedenen Gründen. In der Regel sind die Kosten hier deutlich höher. Also Zertifikate werden ja allgemein von Banken ausgegeben. Es gibt Unmengen an Möglichkeiten, wie man Zertifikate ausgestalten kann. Wir unterhalten uns jetzt mal über Indexzertifikate, wird also auch ein Index nachgebildet, aber in der Regel mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden, die die Banken irgendwo oftmals gerne mal auch hineinmogeln. Und sehr intransparent, von dem her auch das ganze Zertifikate. Sie haben nicht die direkten Aktien und vor allem, was auch mal im Fall der Fälle passieren kann, denn wenn die Bank insolvent und pleite geht, dann haben Sie hier einen Totalverlust. Und das kann eben bei gemanagten Fonds, ETFs so nicht einfach passieren. Wenn jetzt zum Beispiel eine der Gesellschaften dahinter, nehmen wir einfach mal Xtrackers, dann insolvent gehen sollte, oder irgendeine Fondsgesellschaft, dann gehören Ihnen trotzdem nach wie vor weiterhin die Aktien, denn das ganze Sondervermögen, und das ist bei Zertifikaten nicht der Fall. Das heißt, im Worst Case haben Sie hier ein Totalverlustrisiko und das hatten wir beispielsweise schon bei Lehman-Garantie-Zertifikaten, die dann wertlos verfallen sind, wo manche Personen wirklich ihre gesamte Altersvorsorge dann verloren haben. Also von dem her meiden Sie Zertifikate. Exchange Traded Funds und vielleicht ein paar gut selektierte herkömmliche Fonds sind da die bessere Wahl. Ja, wenn Sie dieses Video hilfreich und interessant fanden, dann teilen, liken Sie es gerne. Wir sehen uns jetzt ein paar tolle Impressionen an hier aus dem sehr, sehr interessanten Land Aserbaidschan, hier am Kaspischen Meer. Und wir sehen uns nächsten Freitag ansonsten wieder. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wie gesagt, teilen, liken Sie gerne dieses Video.
leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Bis nächsten Freitag. Ach ja, und PS, damit Sie keine unserer Tipps und Tricks verpassen, unterhalb von dem Video noch eintragen, denn da geht unsere wöchentliche Tippserie, wo wir uns ja nächsten Freitag dann wiedersehen, bequem per E-Mail raus. Bis dahin, Ihr Thorsten Wittmann.